Willkommen bei der Noxtur Academy. Hier lernen Sie alles, was Sie über Back Noxtur, Deutschlands souveräner und sicherer Rechts-KI wissen müssen. Hatten Sie schon einmal den Fall, dass Sie juristische Sachverhalte mit Dutzenden Dokumenten und verschiedenen Kriterien systematisch bewerten mussten? Wenn dem so ist, hat Sie das vermutlich tagelang beschäftigt. In diesem Video geht es um die Matrix-Analyse in Back Noxtur. Ein mächtiges Werkzeug, das Informationen aus verschiedensten Dokumenten in strukturierte, verwertbare Erkenntnisse verwandelt. Wir schauen uns heute an, was eine Matrix-Analyse ist, wofür Sie diese benötigen und wie Sie diese Funktion in Back Noxtur optimal einsetzen. Los geht's! Starten wir mit der Frage, was eine Matrix-Analyse ist. Es ist eine systematische Methode, um komplexe rechtliche Sachverhalte in tabellarischer Form zu strukturieren. Mithilfe dieser Struktur können Sie Beziehungen, Abhängigkeiten und Prioritäten sichtbar machen. Schauen wir uns den Aufbau einer Matrix einmal genauer an. Die Zeilen repräsentieren Ihre Dokumente, zum Beispiel Verträge, Urteile oder Gutachten. Die Spalten enthalten Ihre Bewertungskriterien, zum Beispiel Kündigungsfristen, Haftungsrisiken oder Entscheidungsdatum. In den Zellen erscheinen die Ergebnisse, automatisch extrahiert oder bewertet durch Back Noxtur. Das Geniale: Back Noxtur befüllt diese Matrix völlig automatisch, basierend auf Ihren hochgeladenen Dokumenten und Bewertungskriterien. Bevor wir uns aber anschauen, wie genau Sie eine Matrix-Analyse in Back Noxtur aufsetzen, gehen wir ein paar klassische Anwendungsfälle durch, um ein besseres Gefühl für den Einsatz dieser Methode zu bekommen. Zunächst die Due Diligence-Prüfungen. Wenn Unternehmensübernahmen bevorstehen, müssen oft Dutzende oder Hunderte von Verträgen innerhalb kürzester Zeit geprüft werden. Ein perfekter Anwendungsfall für die Matrix-Analyse. Zum Beispiel laden Sie einfach 50 Lieferverträge in Back Noxtur hoch und definieren Kriterien, nach denen Sie die Dokumente analysieren möchten. Das könnte zum Beispiel sein: Gibt es eine Gewährleistungsklausel? Ja, nein. Wie lange beträgt die Gewährleistungsfrist? Oder ist die Haftung für Mangelfolgeschäden ausgeschlossen? Das Ergebnis ist eine Tabelle, in der Sie sofort erkennen, welche Verträge ein erhöhtes Risiko bergen, zum Beispiel fehlende oder stark eingeschränkte Gewährleistungsrechte. Als nächstes das Vertragsmanagement. Viele Kanzleien oder Rechtsabteilungen verwalten Hunderte, manchmal Tausende Verträge. Manchmal behält man da kaum den Überblick. Sie laden beispielsweise 50 Mietverträge hoch und fragen diese Kriterien gezielt ab. Ordentliche Kündigungsfrist des Mieters, zum Beispiel 3, 6 oder 12 Monate. Gibt es eine automatische Verlängerungsklausel? Oder sind Regeln zur Instandhaltung oder Schönheitsreparaturklauseln enthalten? Mithilfe der Matrix-Analyse sehen Sie sofort, welche Mietverträge bald auslaufen, wo Verlängerungen drohen und wo potenziell nachverhandelt werden muss. Als nächstes Beispiel nehmen wir die systematische Auswertung von Rechtsprechung. Auch für wissenschaftliche Arbeiten und Litigation-Strategien ist die Matrix-Analyse ein hilfreiches Werkzeug. Stellen Sie sich vor, Sie laden 50 BGH-Urteile zum Thema AGB-Kontrolle hoch und erstellen eine Matrix mit Spalten für Aktenzeichen, Entscheidungsdatum, Tenor und Leitsatz oder Themenschlagworten wie zum Beispiel Preisanpassungsklauseln, Widerruf oder Verjährung. Das Ergebnis: Statt 50 Einzeltexte durchzugehen, haben Sie eine sofortige Übersicht, welche Urteile für Ihr Argument besonders relevant sind. Aber schauen wir uns noch ein konkretes Beispiel an, wie Sie eine Matrix-Analyse in Back Noxtur aufsetzen können. Ich habe hier 5 Arbeitsverträge, die ich analysieren möchte. Um eine neue Matrix-Analyse zu starten, wähle ich den Punkt Matrix-Analyse aus und wähle dann Neue Analyse. Schritt 1: Dokumente hochladen. Ich lade zunächst einfach alle 5 Arbeitsverträge gleichzeitig hoch. Schritt 2: Kriterien definieren. Um nun meine Bewertungskriterien zu definieren, müssen wir als nächstes die Spalten unserer Matrix hinzufügen. Dabei haben wir die Option, verschiedene Informationsformate zu wählen, wie zum Beispiel Text, Ja, Nein, Datum und einige mehr. In der ersten Spalte möchten wir die Arbeitnehmerkündigungsfrist analysieren. In diesem Fall ist das Zahlenformat das passendste. Zu jeder Spalte gehört auch ein Prompt, auf dessen Basis die KI jedes Dokument untersucht. Für diese Spalte nutzen wir den Prompt: Extrahiere die ordentliche Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer. Und wie Sie nun sehen, analysiert Back Noxtur alle Verträge und trägt die Kündigungsfristen strukturiert in die Matrix ein. In der zweiten Spalte wollen wir uns ansehen, ob Haftungsregeln in den Verträgen vorhanden sind. Eine einfache Ja-Nein-Antwort ist hier ausreichend. Der Prompt lautet wie folgt: Bewerte die Haftungsregelung im Vertrag nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe als gering, mittel und hoch. Wie Sie sehen, verwandeln Sie mit der Matrix-Analyse eine unübersichtliche Dokumentenlandschaft in eine klar strukturierte Übersicht, die alle Informationen erhält, die Sie benötigen. Und sollten die Ergebnisse einmal mit Kollegen oder Mandanten teilen wollen, können Sie die gesamte Matrix jederzeit als Excel exportieren. Um Matrix-Analysen bestmöglich zu nutzen, hier noch die wichtigsten 3 Tipps. Definieren Sie klare Kriterien. Je spezifischer Ihre Bewertungskriterien sind, desto präziser werden die Ergebnisse. Nutzen Sie Kategorisierung wie gering, mittel, hoch oder ein Ampelsystem, um eine schnellere Übersicht zu schaffen.
Exportieren Sie die Ergebnisse, um sie für Berichte und Präsentationen weiterzuverwenden. Vielen Dank und viel Erfolg bei Ihren Matrix-Analysen mit Backnox Tour.